Hallo, heute das erste Mal auf Deutsch. Ich werde in Zukunft öfters deutsche Videos bringen, werde euch im nächsten Video Schritt für Schritt erklären, wie ihr mit meinen Videos euer Deutsch verbessern könnt. Und schaltet, falls ihr nicht so gut Deutsch sprecht oder gar kein Deutsch sprecht, Untertitel für dieses Video ein in Englisch, Spanisch, auch in Deutsch. Und das kann euch helfen, den Inhalt zu verstehen. Heute aber und in dieser Serie werde ich euch erklären, meine Ziele bezüglich Sprachenlernen, einfach weil ich immer wieder gefragt werde, hey, was ist deine Methode, was ist die beste Methode, neue Sprachen effektiv und schnell zu lernen? Und für mich ist das Sprachenlernen etwas sehr Individuelles und mein Ansatz ist sehr intuitiv und demnach soll diese Serie, dieses Video dazu dienen, zu zeigen, wie ich mich langfristig motiviere, weil für mich ist Motivation eben die beste Methode, eine neue Sprache zu lernen. Ich denke, viele Studenten, ich glaube, die sind oft ein bisschen zu ungeduldig, ja? Und viele unterschätzen, wie viel 30 Minuten jeden Tag kumuliert auf das ganze Jahr gesehen für Erfolge bringen kann. Ja? Wer jeden Tag 30 Minuten lernt, der kann vielleicht nach 1-2 Monaten noch nicht fließend sprechen. Wer das aber ein ganzes Jahr lang tut, der wird Erfolge haben, ja. Und spätestens nach 2-3 Jahren kann man eigentlich so gut wie jede Sprache fließend sprechen, ja. Und viele haben einfach die Motivation nicht. Und ich denke mir, in einer Serie mit Videos, wo ich meinen Prozess und den Progress auch meiner Sprachen dokumentieren kann in Videos, zeigt dann am besten, wie ich lerne, ja. Und ich hoffe, dass es für jeden, ja, der interessiert an Sprachen ist, interessant ist und vielleicht auch einen Nutzen bringt. Ja. Gut, also warum genau 4 neue Sprachen? Warum genau diese 4 Sprachen? Das ist das nächste Thema. Ja. Wie wähle ich die Sprachen aus? Meine italki-Studenten erzählen mir immer oder oft, dass sie wegen Arbeit, wegen Studium oder weil ihr Partner in ein anderes Land zieht, die Sprache lernen wollen oder müssen oft. Und das ist für mich eigentlich kein optimaler Grund, Sprachen zu lernen. Für mich sind die Gründe eigentlich immer, die müssen etwas Emotionales in mir, ja, haben. Ja. Die müssen mich irgendwie inspirieren, irgendwie mit Emotionalität verbunden sein. Für mich ist es oft eine Reise in ein fremdes Land, wo ich Menschen, die mich offen und herzlich empfangen, ihre Kultur zeigen oder genau, das sind für mich die Gründe, langfristig motiviert zu bleiben, andere Kulturen kennenzulernen. Und wieso genau jetzt diese Sprachen? Also mit Portugiesisch war es genau das. Ja. Ich war noch nie in Brasilien, habe aber jetzt in der Weltmeisterschaft in Russland, wo ich in St. Petersburg war, viele brasilianische Fans kennengelernt, die einfach sehr herzlich dieses südamerikanische Temperament in sich haben. Und die haben mich motiviert, ihr Land, Brasilien, zu bereisen. Ja? Und ich möchte das in baldiger Zukunft auf jeden Fall machen. Und ja, das ist einer der Gründe. Italienisch habe ich natürlich tiefere Gründe. Ja? Meine Großmutter war Italienerin. Ich habe den Großteil meines Lebens an der Grenze zu Italien gelebt. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass man eigentlich nur eine Sprache auf einmal lernen kann. Eine neue Sprache. Zumindest zu einem Niveau, bis man die Grundstrukturen, die Basis der Sprache versteht und erkennt. Und dann kann man weiter zur nächsten Sprache gehen. Deshalb werde ich so einen ähnlichen Ansatz, wie es Steve Kaufmann oft in seinen YouTube-Videos erzählt, dass er sich immer 3 Monate lang für eine Sprachgruppe beschäftigt, also 3 Monate slawische Sprachen, Ukrainisch, Russisch, Tschechisch, was immer auch er da macht, dann zur romanischen Sprachgruppe übergeht. Ich werde es so ähnlich machen, allerdings nicht mit Sprachgruppen, weil das Problem, was ich bereits jetzt sehe mit Portugiesisch, Spanisch und jetzt bald Italienisch, dass ich diese Sprachen dann leicht verwechsle. Ja? Und das möchte ich eigentlich nicht. Also ich möchte, wenn ich Portugiesisch lerne, nur Portugiesisch. Ich möchte nicht irgendwie diesen spanischen Einfluss zu stark involvieren. Und genau, das einmal kurz zu mir. Schreibt in den Kommentaren, welche Ziele ihr euch setzt, welche neuen Sprachen ihr lernen wollt. Und wie ihr die vor allem periodisiert, wie ihr die splittet, also lernt ihr die alle gleichzeitig, lernt ihr mehrere Sprachen auf einmal
Oder macht ihr es wie ich? Ich werde 2-3 Monate immer bei einer Sprache bleiben und dann zur nächsten übergehen und dann wiederholen. Genau. Von mir aus teilt das Video auch gerne. Würde mich freuen und ich werde demnächst ein neues Video bringen, wieder auf Deutsch. Also bis dann. Ciao.